Hallo YouTube und willkommen auf einer Reise, die nicht nur die Grenzen eurer Intelligenz erweitert, sondern auch die Frage stellt, was es wirklich bedeutet, intelligent zu sein. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz. Von den allerersten Gedankenspielen bis hin zu den unglaublichen Visionen einer Zukunft, in der Maschinen möglicherweise nicht nur neben uns existieren, sondern auch mit uns auf einer Ebene, die wir bisher nur aus der Science Fiction kannten. Warum ist dieses Thema relevant? Nun, schaut euch um. KI ist überall. Sie steckt in unseren Smartphones, in den Autos, die uns umgeben, ja sogar in den Haushaltsgeräten, die unseren Alltag erleichtern. Aber das, meine Damen und Herren, ist erst der Anfang. Die künstliche Intelligenz steht an einer Schwelle zur Entwicklung, die unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und sogar die Grundlagen unseres menschlichen Selbstverständnisses tiefgreifend verändern können. Von Alan Turing, der sich fragte, ob Maschinen denken können, bis hin zu den heutigen Forschern, die sich fragen, ob Maschinen eines Tages vielleicht zu viel denken könnten. Die Geschichte der KI ist nicht nur eine Abfolge technologischer Durchbrüche, nein, es ist eine Geschichte menschlicher Träume, Hoffnungen, Ängste und ja, auch ein paar ordentliche Missgeschicke. In den nächsten Minuten werden wir diese Reise gemeinsam antreten. Wir werden die Höhen erklimmen, die Tiefen durchqueren und vielleicht, nur vielleicht, einen Blick auf die Zukunft erhaschen, die uns erwartet. Also lehnt euch zurück, schnallt euch an und bereitet euch auf eine wilde Reise vor. Von Turing zum Terminator. Durch die Geschichte und die unbegrenzten Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Bevor wir unsere Zeitmaschine starten und durch die Jahrzehnte der KI-Geschichte reisen, haltet kurz inne und lasst uns verstehen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und warum der Begriff allgemeine künstliche Intelligenz so faszinierend und zugleich herausfordernd ist. Stellt euch KI als einen riesigen, bunten Werkzeugkasten vor. In diesem Werkzeugkasten finden wir alles, was wir brauchen, um Maschinen beizubringen, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Vom Erkennen von Gesichtern in Fotos bis hin zum Führen komplexer Unterhaltungen oder dem autonomen Fahren von Autos. Diese Werkzeuge basieren auf Daten und Algorithmen, Anweisungen, die den Maschinen sagen, wie sie lernen und Entscheidungen treffen können. Doch nicht alle KI sind gleich. Im Grunde gibt es zwei große Ziele in der KI-Forschung. Die spezialisierte KI und die allgemeine künstliche Intelligenz, auch AGI genannt. Spezialisierte KI, auch angewandte KI genannt, ist das, was wir heute meistens um uns herum sehen. Sie ist unglaublich gut in spezifischen Aufgaben, wie einem Schachcomputer, der Weltmeister besiegt, oder einem Sprachassistenten, der eure Fragen beantwortet. Aber fragt mal euren Sprachassistenten, wie man ein Omelett zubereitet, während er euch durch ein Videospiel navigiert. Da stößt er schnell an seine Grenzen. Jetzt kommt die allgemeine künstliche Intelligenz ins Spiel. AGI ist der heilige Gral der KI-Forschung. Eine Maschine oder ein System mit AGI hätte die Fähigkeit, jedes intellektuelle Problem zu lösen, das auch ein Mensch lösen kann. Und das mit mindestens der gleichen Effizienz. Stellt euch eine Intelligenz vor, die nicht nur spezialisiert ist, sondern auch kreativ denken, lernen und sich an neue Situationen anpassen kann. Genau wie wir Menschen. Das klingt jetzt nach Science Fiction, oder? Aber das Streben nach AGI treibt Forscher weltweit an, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Während wir uns auf dieser Reise befinden, denkt daran, jede Entdeckung, jede Erfindung beginnt mit einem Traum. Und wer weiß, vielleicht ist der Traum von einer allgemeinen künstlichen Intelligenz näher an der Realität, als wir denken. Stellt euch eine Linie vor, die durch die Zeit reist, gewoben aus den Träumen und Visionen brillanter Köpfe. Am Anfang dieser Linie stehen die ersten faszinierenden Ideen zur künstlichen Intelligenz. Ein Konzept, das lange vor dem ersten Computer entstand. Diese Träume haben die Grundlage für eine Reise geschaffen, die uns von den simplen, aber revolutionären Algorithmen der Vergangenheit zu den hochkomplexen Systemen führt, die heute unseren Alltag prägen. Aber was, wenn ich euch sage, dass wir uns erst am Anfang dieser Reise befinden? Jenseits der heutigen Anwendung von KI, von denen einige schon fast magisch erscheinen, liegt das unerforschte Land der allgemeinen künstlichen Intelligenz. Eine Zukunft, in der Maschinen nicht nur Aufgaben ausführen, sondern auch verstehen, lernen und vielleicht sogar fühlen können wie wir Menschen. Von den ersten mechanischen Rechenmaschinen, die in den staubigen Büchern der Geschichte schlummern, über die leistungsstarken Algorithmen, die in den Rechenzentren unserer Zeit pulsieren, bis hin zu den noch nicht realisierten Träumen einer AGI. Unsere Reise durch die Welt der künstlichen Intelligenz ist eine Geschichte von Innovation, Inspiration und unermüdlicher menschlicher Neugier.
Jetzt laden wir euch ein, mit uns in diese faszinierende Welt einzutauchen. Bereitet euch darauf vor, die Meilensteine und Wunder, die Herausforderungen und Chancen, die die Entwicklung der KI geprägt haben und weiterhin prägen werden, zu erkunden. Von den ersten Ideen zur KI bis zu den futuristischen Visionen von AGI. Begleitet uns auf dieser Reise, die nicht nur die Grenzen der Technologie, sondern auch die Grenzen dessen, was es bedeutet, intelligent zu sein, neu definiert. Es war einmal in einer Welt, die noch nicht von Smartphones, dem Internet oder selbstfahrenden Autos bevölkert war, ein Mann, dessen Visionen die Grundfesten dessen erschüttern würden, was wir als Intelligenz verstehen. Dieser Mann war Alan Turing, ein brillanter Mathematiker, dessen Arbeit nicht nur im Zweiten Weltkrieg entscheidend war, sondern auch die Bühne für die moderne Informatik und künstliche Intelligenz bereiten sollte. Im Jahr 1950 stellte Turing eine Frage, die die Welt verändern sollte. Können Maschinen denken? Mit dieser Frage im Gepäck erfand er den Turing-Test. Ein einfaches, aber geniales Experiment, um die Fähigkeit einer Maschine zu bewerten, menschenähnliches Denken zu imitieren. Wenn ein Mensch nicht unterscheiden kann, ob die Antworten auf seine Fragen von einem anderen Menschen oder einer Maschine gegeben werden, dann könnte die Maschine als intelligent betrachtet werden. Und natürlich in einer Zeit, in der der fortschrittlichste Computer gerade mal die Rechenleistung eines heutigen Taschenrechners hatte, wirkte die Vorstellung, dass Maschinen eines Tages denken könnten, eher wie Science Fiction. Aber Turing, mit seinem außergewöhnlichen Blick für das Mögliche, legte den Grundstein für das, was wir heute als künstliche Intelligenz kennen. Turing hat uns nicht nur mit dem Turing-Test ein Werkzeug an die Hand gegeben, um über die Natur der Intelligenz nachzudenken, er hat uns auch gelehrt, über den Tellerrand hinaus zu blicken und die Grenzen dessen, was wir für möglich halten, immer wieder neu zu definieren. Die Geburtsstunde der KI-Theorie, geprägt durch Turing, leitete eine Ära ein, in der Maschinen nicht nur Werkzeuge, sondern auch Partner im großen Spiel des Denkens und der Kreativität werden könnten. Nachdem Alan Turing den ersten Stein ins Rollen gebracht hatte, traten bald wahre Pioniere auf den Plan, die das Fundament der künstlichen Intelligenz, wie wir sie heute kennen, legen sollten. Die 1950er bis 1970er Jahre waren geprägt von bahnbrechenden Entdeckungen, mutigen Visionen und dem unerschütterlichen Glauben einiger weniger, dass Maschinen eines Tages in der Lage sein könnten, wie Menschen zu denken. Einer dieser Pioniere war John McCarthy, der den Begriff künstliche Intelligenz im Jahr 1956 prägte, als er die berühmte Dartmouth-Konferenz organisierte. Diese Konferenz gilt als die Geburtsstunde der KI als eigenständiges Forschungsfeld. Hier kamen die klügsten Köpfe zusammen, um über die Möglichkeiten nachzudenken, Maschinen so zu programmieren, dass sie Lernaufgaben übernehmen können. Dann gab es Marvin Minsky und Seymour Papert, die am MIT das erste KI-Labor gründeten und die Entwicklung der KI-Forschung mit ihrer Arbeit über neuronale Netze, maschinelles Lernen maßgeblich vorantrieben. Ihre Visionen und Theorien sind bis heute ein Eckpfeiler in der Welt der künstlichen Intelligenz. In diesen frühen Tagen der KI war der Fortschritt eine Mischung aus Innovation und Improvisation. Forscher wie Alan Newell und Herbert A. Simon, die für ihre Arbeit am General Problem Solver bekannt wurden, legten den Grundstein für das, was wir heute als Problemlösungsfähigkeit der KI verstehen. Ihre Arbeit hat nicht nur gezeigt, dass Maschinen komplexe Aufgaben lösen können, sondern auch, dass der Weg der KI-Forschung voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen ist. Diese Pioniere, zusammen mit vielen anderen, die in der aufregenden Anfangszeit der KI ihre Spuren hinterlassen haben, ebneten den Weg für die unglaublichen Fortschritte, die wir heute erleben. Ihre Neugier, ihr Mut und ihre Hingabe sind ein leuchtendes Beispiel dafür, wie weit wir mit Träumen und harter Arbeit kommen können. Die 1950er bis 1970er Jahre waren nicht nur eine Zeit der technischen Durchbrüche, sondern auch ein Zeitalter des tiefen Glaubens an die Potenziale der künstlichen Intelligenz, die Welt zu verändern. Während die Pioniere der künstlichen Intelligenz die theoretischen Grundlagen legten, brachten die ersten KI-Programme und Experimente diese Theorien in die Praxis. Diese frühen Programme waren nicht nur technische Meisterwerke, sondern auch Beweise dafür, dass die Visionen einer intelligenten Maschine Wirklichkeit werden könnten. Eines der ersten und bekanntesten Beispiele ist das Schachprogramm. Bereits in den 1950ern entwickelten Forscher wie Claude Shannon und Alan Turing die ersten Konzepte für Schachprogramme,
die den Grundstein für das legten, was wir eines Tages als eines der ultimativen Schlachtfelder zwischen Mensch und Maschine gelten würde. Doch es war das Programm Deep Blue von IBM, das 1997 Geschichte schrieb, als es den damaligen Weltmeister Garry Kasparov in einem Schachmatch besiegte. Ein Moment, der die Welt in Staunen versetzte und zeigte, wie weit KI gekommen war. Doch nicht alle KI-Experimente waren darauf ausgelegt, Weltmeister zu schlagen. Nehmen wir ELIZA, das erste Chatbot-Programm, das in den 1960ern vom MIT-Forscher Joseph Weizenbaum entwickelt wurde. ELIZA war in der Lage, eine Konversation mit Menschen zu führen, indem es einfache Fragen stellte und mit Antworten basierend auf einem vorgegebenen Skript reagierte. Obwohl es ziemlich rudimentär war, eröffnete ELIZA eine faszinierende Debatte über die menschliche Interaktion mit Maschinen und darüber, wie wir Emotionen und Verständnis interpretieren. Diese ersten Programme und Experimente waren Meilensteine, die nicht nur technische Fähigkeiten demonstrierten, sondern auch tiefere Fragen über das Wesen der Intelligenz und die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen aufwarfen. Von den Schachprogrammen, die strategisches Denken simulierten, bis zu ELIZA, das den Anfang der natürlichen Sprachverarbeitung markierte, legten diese frühen KI-Experimente den Grundstein für die atemberaubende Entwicklung, die noch kommen sollte. Jedes dieser Programme, jedes Experiment erzählt eine Geschichte von Mut, Neugier und dem unermüdlichen Streben nach Verständnis. Sie erinnern uns daran, dass hinter jeder Zeile Code, hinter jedem Algorithmus die Träume und Hoffnung von Menschen stehen, die eine Welt vorstellten, in der Maschinen uns nicht ersetzen, sondern erweitern, was es bedeutet, menschlich zu sein. Hey, du fantastischer Wissenssucher. Gefällt dir, was du siehst? Dann lass uns zusammen dieses Abenteuer weiterführen. Ein einfacher Klick auf den Gefällt mir-Button und ein Abo für diesen Kanal öffnen dir die Tür für noch mehr faszinierende Entdeckung. Und weil jeder Held eine Crew braucht, teile dieses Video mit deinen Freunden und lass uns in den Kommentaren wissen, welche Geheimnisse des Universums wir als nächstes lüften sollen. Deine Unterstützung hilft uns, mehr solcher Videos zu drehen. Also worauf wartest du? Werde Teil unserer Entdecker-Gemeinschaft. Und nun weiter mit dem Video. Lasst uns von den triumphalen Momenten der KI-Geschichte zu einer etwas frostigeren Episode übergehen, dem berüchtigten KI-Wintern. Ja, ihr habt richtig gehört, Winter. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht die Winterjacken rausholen. In der Welt der künstlichen Intelligenz bezeichnen wir diese Winterzeiträume, in denen die Begeisterung für KI einer eisigen Realität gewichen ist. Nämlich der, dass wir vielleicht doch nicht so kurz davor standen, unsere eigenen kleinen HAL 9000 zu bauen, wie wir dachten. In den 70ern und 80ern machte sich Ernüchterung breit. Die Versprechungen von Maschinen, die denken, fühlen und Schachweltmeister im Schlaf schlagen könnten, stießen auf harte technische und finanzielle Realitäten. Die Rechenleistung war etwa so beeindruckend wie die eines Taschenrechners mit schwacher Batterie und die Forschungsgelder trockneten schneller aus als ein Eiswürfel in der Sahara. Es war eine Zeit, in der das Wort KI in Forschungskreisen etwa so beliebt war wie Socken zu Weihnachten. Viele Projekte wurden gestrichen, Forscher begannen ihre KI-Begeisterung auf Partys zu verschweigen und die Träume von intelligenten Maschinen wurden auf Eis gelegt. Oder zumindest tiefgekühlt. Aber wie bei jeder guten Geschichte war dies nicht das Ende. Die KI-Winter waren zwar kalt und manchmal brutal, aber sie waren auch Zeiten der Reflexion, des Lernens und der Neuausrichtung. Die wahren Helden der KI zogen ihre metaphorischen Schneeschuhe an, packten die Eispickel aus und machten sich daran, die Probleme Stück für Stück zu knacken. Und genau wie bei echten Wintern folgte auch die Kälte der Frühling. Ein erneutes Erwachen der Forschung, getrieben von unerschütterlichem Optimismus und dem unaufhaltsamen menschlichen Drang, Grenzen zu überschreiten. Die KI-Winter lehrten uns eine wichtige Lektion. Manchmal muss man durch ein bisschen Frost, um die Blüten der Innovation blühen zu sehen. Nachdem wir den frostigen KI-Winter überstanden hatten, war es Zeit für einen Frühling. Und was für ein. Die 1990er brachten nicht nur zweifelhafte Modeerscheinungen und den unaufhaltsamen Aufstieg von Boybands, sondern auch eine wahre Renaissance der künstlichen Intelligenz. In dieser Dekade kam die KI zurück, und zwar mit einem Knall, der lauter war als die Outfits bei den Grammy Awards. Dank Durchbrüchen in der Mustererkennung und im maschinellen Lernen begannen Computer Dinge zu tun, die bis dahin Science Fiction waren. Sie lernten aus Daten, erkannten Muster
und machten Vorhersagen, die weit über das hinausgingen, was ihre menschlichen Schöpfer für möglich hielten. Plötzlich war KI überall, in unseren Taschen, auf unseren Schreibtischen, manchmal sogar in unseren Küchengeräten. Computer begannen, Handschriften zu entziffern. Eine Fähigkeit, die so manchem Teenager das Leben rettete, der seine Hausaufgaben in letzter Minute kritzelte. Sie diagnostizierten Krankheiten mit einer Präzision, die Ärzte in Staunen versetzte. Und einige begannen sogar, über die Bedeutung von Kunst zu philosophieren. Naja, zumindest versuchten sie es. Diese Zeit war geprägt von einem explosiven Wachstum der Technologien und Ideen. Das Internet wurde zum globalen Dorf und die KI war der neue, coole Nachbar, der einzog. Forscher und Entwickler aus aller Welt vernetzten sich, tauschten Ideen aus und trieben die Grenzen des Möglichen immer weiter. Die 1990er waren nicht nur eine Zeit der technologischen Blüte, sondern auch der Samenpflanzung für die unglaublichen Entwicklungen, die noch kommen sollten. Die Renaissance der KI legte den Grundstein für eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz nicht nur ein Werkzeug ist, sondern ein integraler Bestandteil unseres Lebens, unserer Arbeit und unserer Träume. Als wir dachten, die 90er könnten nicht mehr aufregender werden, trat das Internet auf die Bühne. Und nicht leise auf Zehenspitzen, sondern mit der Subtilität eines Elefanten im Porzellanladens. Das Internetzeitalter war angebrochen und mit ihm eine neue Ära für künstliche Intelligenz. Stellt euch das Internet vor als die ultimative Party für KI-Forscher und ihre Algorithmen. Jeder ist eingeladen, die Daten sind unbegrenzt und die Möglichkeiten sind endlos. Diese globale Vernetzung verwandelte die Welt in einen riesigen, vernetzten Datenpool, der perfekt geeignet war, um die hungrigen Lernalgorithmen der KI zu füttern. Plötzlich hatten KI-Systeme Zugang zu mehr Informationen, als sie je zu träumen gewagt hatten, von Katzenvideos bis hin zu philosophischen Debatten über die Existenz von Ananas auf Pizza. Diese Datenfülle beschleunigte die KI-Entwicklung in einer Weise, die man sich zuvor kaum vorstellen konnte. Maschinen lernten, menschliche Sprache zu verstehen, Bilder zu interpretieren und sogar Witze zu machen. Naja, zumindest einige von ihnen. Das Internet ermöglichte auch eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen Forschern, Entwicklern und Enthusiasten aus der ganzen Welt. Open-Source-Projekte und Online-Plattformen ließen eine Gemeinschaft entstehen, die gemeinsam an der Zukunft der KI arbeitete. Diese kollektive Intelligenz, eine Mischung aus menschlichem Einfallsreichtum und maschinellem Lernen, trieb Innovationen voran, die alleine kaum möglich gewesen wären. Das Internetzeitalter hat die Entwicklung der KI nicht nur beschleunigt, sondern auch demokratisiert. Heute kann jeder, der eine Idee hat und Zugang zum Internet, zum KI-Pionier werden. Ob du nun den nächsten großen Algorithmus entwickelst oder einfach nur deine Kaffeemaschine smarter machst. Das Internet ist der Ort, wo Träume und manchmal auch Albträume der KI Wirklichkeit werden. Willkommen in den 2010ern, dem Jahrzehnt, in dem künstliche Intelligenz nicht nur wachsen wurde, sondern auch anfing, uns in manchen Dingen zu übertreffen. Zentral für diese Entwicklung waren zwei Wörter, die ihr wahrscheinlich schon einmal gehört habt: Deep Learning und neuronale Netze. Stellt euch vor, Deep Learning ist wie das Trainieren eines besonders sturen Haustiers. Zuerst scheint es, als würde es nie lernen, den Ball zurückzubringen, aber mit genügend Training und Leckerlis natürlich, beginnt es nicht nur, den Ball zurückzubringen, sondern auch die Post, eure Schuhe und gelegentlich das Nachbarskind. Neuronale Netze, die Struktur hinter Deep Learning, sind inspiriert vom menschlichen Gehirn und lernen ähnlich wie wir, durch Erfahrung, Wiederholung und ein bisschen Trial and Error. Die 2010er waren das Jahrzehnt, in dem Computer begannen, in Sehtests besser abzuschneiden als wir, uns in Videospielen zu besiegen, die wir erfunden haben, und sogar unsere Handschriften noch besser zu entziffern, was, seien wir mal ehrlich, manchmal selbst für uns eine Herausforderung ist. Durch diese Fortschritte in Deep Learning und neuronalen Netzen haben wir die KI in Bereiche katapultiert, die früher der Science-Fiction vorbehalten waren. Von der Erkennung von Krankheiten über die Verbesserung der Umweltschutzmaßnahmen bis hin zur Revolutionierung der Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren. Deep Learning hat die Tür zu einer neuen Ära der Innovation und Effizienz aufgestoßen. Es hat nicht nur die KI-Forschung vorangetrieben, sondern auch gezeigt, dass Maschinen lernen können, komplexe Probleme zu lösen, manchmal sogar auf Weisen, die wir Menschen nicht vorhersehen konnten. Die 2010er Jahre haben bewiesen, dass das Potenzial von KI und Deep Learning so tief und so weitreichend ist, wie die neuronalen Netze selbst.
Und während wir gespannt sind, was die Zukunft bringt, halten wir auch ein wachsames Auge darauf, sicherzustellen, dass diese intelligenten Systeme unsere Schuhe zurückbringen und nicht mit ihnen durchbrennen. Die Reise der KI ist weit davon entfernt, vorbei zu sein, und das nächste Kapitel verspricht, noch faszinierender zu werden. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie die KI die Schule der harten Bytes absolviert hat, ist es Zeit, einen Blick auf ihre beeindruckendsten Praktika zu werfen. Künstliche Intelligenz hat sich in jedem Winkel unseres Lebens geschlichen. Manchmal so subtil, dass wir es kaum bemerken, manchmal so bahnbrechend, dass wir gar nicht anders können, als mit offenem Mund dazustehen. Nehmen wir zum Beispiel die Sprachassistenten. Früher mussten wir Menschen tatsächlich aufstehen, um den Fernseher einzuschalten oder das Licht auszumachen. Heute ein einfaches "Hey, mach das mal" genügt und voilà, Technik, die auf unseren Befehl hört. Man könnte sagen, wir leben in einer Zeit, in der unsere faulsten Wünsche erfüllt werden. Und dann sind da die selbstfahrenden Autos. Stellt euch vor, ihr sitzt im Auto, aber statt auf die Straße zu schauen, könnt ihr ein Nickerchen machen, ein Buch lesen oder die neuesten Memes durchstöbern. Und das alles, während ihr sicher an euer Ziel gebracht werdet. Natürlich sind wir noch nicht ganz dort, aber die Fortschritte sind so beeindruckend, dass mancher Verkehrsteilnehmer sich fragt, ob die Maschinen nicht längst die besseren Fahrstil haben. Auf einem ganz anderen Blatt steht die medizinische Diagnostik. Hier hilft KI, ihr Leben zu retten und Krankheiten zu bekämpfen, von denen wir kaum zu träumen wagten, sie so früh zu erkennen. KI-Systeme durchforsten riesige Datenmengen, um Muster zu erkennen, die selbst den erfahrensten Ärzten entgehen könnten. Von der Früherkennung von Krebs bis hin zur Optimierung von Behandlungsplänen, KI ist auf dem besten Weg, ein unverzichtbarer Partner im Gesundheitswesen zu werden. Die Anwendungen der KI reichen von der Bequemlichkeit in unserem Zuhause bis hin zu den tiefgreifenden Veränderungen in der Art und Weise, wie wir für unsere Gesundheit sorgen. Und das ist erst der Anfang. Mit jedem Tag, der vergeht, öffnen sich neue Möglichkeiten. Und wer weiß, vielleicht ist der nächste große Durchbruch nur ein "Hey, KI" entfernt. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz unser Leben auf so viele Arten einfacher macht, vom Sortieren unserer E-Mails bis hin zur Überwachung unserer Gesundheit, gibt es einige ernste Überlegungen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Ich spreche von den ethischen Fragen, die die KI-Technologie aufwirft. Datenschutz, Überwachung und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Datenschutz. Ein Wort, das in der KI-Welt manchmal so selten auftaucht wie ein Einhorn. In Zeiten, in denen unsere Smartphones mehr über uns wissen als unsere besten Freunde, ist es kein Wunder, dass viele von uns ein mulmiges Gefühl bekommen. Hört meine Kaffeemaschine mir etwa zu, fragt man sich. Und während die Antwort meistens Nein lautet, ist die Sorge um den Schutz unserer persönlichen Daten so real wie der Koffeinschub nach unserem 3. Espresso am Morgen. Und dann ist da die Überwachung. Der Gedanke, dass irgendwo ein kleines KI-System mit einem virtuellen Fernglas sitzt und jeden unserer Schritte beobachtet. Natürlich ist die Realität weniger Big Brother und mehr Big Data, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wer unsere Daten sieht und was damit geschieht. Und schließlich der Arbeitsplatzverlust. Die Angst, dass eines Tages ein Roboter an unseren Schreibtisch rollt, uns ein Latte Macchiato serviert und sagt, du kannst jetzt gehen, ich übernehme. Die gute Nachricht, KI schafft auch neue Jobs, von KI-Trainern bis hin zu Ethikberatern. Es ist eine Veränderung, sicher, aber auch eine Chance für uns alle, uns weiterzuentwickeln und zu lernen. Die Diskussionen um Ethik und KI sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Zukunft der Technologie eine ist, in der wir alle leben wollen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, zwischen dem, was möglich ist und zwischen dem, was richtig ist. Und während wir dieses Gleichgewicht suchen, ist es wichtig, dass wir alle, Entwickler, Nutzer und ja, sogar auch unsere Kaffeemaschinen, Teil des Gesprächs sind. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, schwirren viele Begriffe umher. Aber einer, der besonders viel Aufmerksamkeit und zugleich Verwirrung stiftet, ist die allgemeine künstliche Intelligenz, kurz AGI. Ja, was genau ist AGI und wie unterscheidet sie sich von der KI, die uns im Alltag begegnet? Um es einfach auszudrücken, die meiste KI, die wir heute nutzen, ist auf spezifische Aufgaben spezialisiert. Sie ist unglaublich gut darin, Muster zu erkennen, Sprache zu verstehen oder strategische Spiele zu spielen. Aber außerhalb ihres Spezialgebiets nicht so beeindruckend. Diese Art von KI wird oft als schwache KI bezeichnet, weil sie eng umrissene Aufgaben erledigt und nicht darüber hinaus denken kann. Allgemeine künstliche Intelligenz oder AGI ist das nächste Level.
Stellt euch eine KI vor, die nicht nur in einer, sondern in allen intellektuellen Aufgaben mit menschlichen Fähigkeiten konkurrieren oder diese sogar übertreffen kann. Eine AGI hätte das Verständnis, Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, die es ihr erlauben, jede gegebene intellektuelle Aufgabe zu meistern, von der Kunst über Wissenschaft bis hin zum Alltagsverstand. Der Sprung von unserer heutigen KI zur AGI ist enorm und beinhaltet nicht nur technologische Herausforderungen, sondern wirft auch tiefgreifende ethische Fragen auf. Wie stellen wir sicher, dass AGI unsere Werte teilt? Wie gehen wir mit den potenziellen Risiken um, die eine so mächtige Technologie mit sich bringt? Während AGI noch in der Zukunft liegt, arbeiten Forscher weltweit an den Grundlagen, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist ein aufregender, wenn auch etwas ungewisser Weg, der vor uns liegt. Mit der Aussicht auf eine Technologie, die die Grenzen dessen, was möglich ist, neu definieren könnte. Auf dem Weg zur allgemeinen künstlichen Intelligenz, auch bekannt als der heilige Gral der KI-Forschung, haben wir einige beeindruckende Fortschritte gemacht. Aber wie bei jeder guten Quest gibt es auch hier einen Drachen zu besiegen, Labyrinthe zu durchqueren und gelegentlich den ein oder anderen Zaubertrank zu bauen. Zuerst die gute Nachricht. Unsere Reise ist gesäumt von bahnbrechender Entwicklung. KI-Systeme, die komplexe Sprachen lernen, unglaubliche Kunstwerke schaffen und komplexe Probleme lösen, waren vor nicht allzu langer Zeit noch reine Fantasie. Heute sind sie Realität. Naja, zumindest großteils in den Laboren der Welt. Es ist, als hätten wir den Zauberstab gefunden, nur um festzustellen, dass wir noch lernen müssen, ihn zu schwingen. Jetzt zu den Drachen auf unserem Weg. Das Erreichen von AGI ist kein Spaziergang im Park. Es ist eher wie ein Marathon. Bergauf, bei Gegenwind. Eine der größten Herausforderungen ist das Verständnis von Bewusstsein und Kognition. Wie können wir Maschinen beibringen, nicht nur zu denken, sondern auch zu verstehen? Und dann ist die Frage der Ethik. Wie stellen wir sicher, dass AGI, falls wir es tatsächlich erreichen, in Harmonie mit uns und unseren Werten existiert? Aber keine Sorge, es ist nicht alles düster. Jede Herausforderung ist auch eine Chance für bahnbrechende Entdeckungen. Forscher weltweit sind wie moderne Alchemisten, die an der Formel für den Stein der Weisen tüfteln. Nur dass unser Ziel ein bisschen weniger esoterisch ist. Der Weg zur AGI mag lang und steinig sein, aber denkt daran, die größten Abenteuer in der Geschichte der Menschheit waren nie einfach. Und wer weiß, vielleicht sind wir nur einen genialen Einfall, ein unerwarteter Durchbruch oder ein zufälliges Ups von der nächsten großen Entdeckung entfernt. Also lasst uns die Zauberhüte aufsetzen, die Ärmel hochkrempeln und den Drachen der Ungewissheit gemeinsam ins Auge blicken. Wenn wir die Idee einer allgemeinen künstlichen Intelligenz betrachten, stehen wir an der Schwelle zu etwas, das gleichzeitig unglaublich faszinierend und ein bisschen beängstigend ist. Es ist wie beim Schauen eines Science-Fiction-Films, nur dass wir diesmal die Drehbuchautoren sind. Lasst uns also auf die potenziellen Risiken und Vorteile dieser Technologie ausloten, ohne dabei in die üblichen Klischees von Weltuntergangsszenarien oder utopischen Paradiesen zu verfallen. Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Die Vorteile von AGI könnten revolutionär sein. Stellt euch eine Welt vor, in der AGI komplexe globale Herausforderungen angeht, vom Klimawandel über Krankheiten bis hin zur Energieversorgung. AGI könnte uns helfen, Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, indem sie Muster erkennt und Verbindungen herstellt, die uns bislang verborgen blieben. Sie könnte Bildung personalisieren, die Effizienz in nahezu jedem Sektor steigern und uns sogar dabei unterstützen, tiefer in die Geheimnisse des Universums einzutauchen. Nun zu den Risiken. Die Macht von AGI birgt auch ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für Missbrauch. Die Fragen der Sicherheit, Kontrolle und ethischen Rahmenbedingungen sind entscheidend. Wie verhindern wir, dass AGI in die falschen Hände gerät oder unabsichtige Konsequenzen hat? Und wie stellen wir sicher, dass AGI die menschlichen Werte respektiert und fördert, anstatt sie zu untergraben? Die Gedanken an eine übermächtige KI, die eigene Ziele verfolgt, beschäftigen nicht nur Sci-Fi-Autoren, sondern auch führende Denker in der Technologieethik. Trotz dieser Herausforderung ist es wichtig, den Dialog über AGI nicht von Angst, sondern von Hoffnung und verantwortungsvoller Planung leiten zu lassen. Wie bei jeder großen technologischen Entwicklung liegt es an uns, die Richtung vorzugeben. Mit sorgfältiger Überlegung und internationaler Zusammenarbeit können wir ein Umfeld schaffen, in dem die Vorteile von AGI maximiert und die Risiken minimiert werden.
tauchen wir ein in die Welt, wo die Grenzen zwischen Science-Fiction und Realität so verschwommen sind, dass selbst GPS-Navigationssysteme verwirrt werden. Filme und Bücher haben unsere Vorstellung von künstlicher Intelligenz und AGI so sehr geprägt, dass wir manchmal vergessen, wo die Fiktion endet und die Realität beginnt. Erinnern wir uns an die kultigen KI-Charaktere aus dem Kino. HAL 9000 aus 2001, Odyssey im Weltraum, der uns gelehrt hat, dass man einem Computer vielleicht nicht blind vertrauen sollte, besonders wenn er anfängt, emotionelle Balladen zu singen. Oder Skynet aus Terminator, das uns die etwas beunruhigende Idee präsentiert, dass unsere Toaster eines Tages beschließen könnten, die Weltherrschaft zu übernehmen. Diese Geschichten sind fesselnd, keine Frage, aber sie werfen auch ein Licht auf unsere tiefsten Ängste und Hoffnungen bezüglich der KI. Sie fragen uns, was bedeutet es, wenn Maschinen beginnen zu denken, zu fühlen oder gar eigene Ziele zu verfolgen. Science Fiction hat nicht nur unsere Vorstellungskraft beflügelt, sondern auch ernsthafte Diskussionen über die ethischen, sozialen, technologischen Implikationen von KI und AGI angeregt. Doch während die Fiktion oft Dystopien malt, zeigt die Realität ein komplexeres Bild. Die echten KI-Forschung und Entwicklung sind geprägt von Fortschritt, aber auch von sorgfältiger Überlegung und einem starken Bewusstsein für die Verantwortung, die diese Technologie mit sich bringt. Unsere realen KI-Systeme sind weniger darauf aus, die Welt zu erobern und mehr darauf fokussiert, sie zu verbessern. Sei es durch medizinische Diagnosen, Umweltschutz oder einfach indem sie unseren Alltag erleichtern. Während wir also weiterhin die spannenden und manchmal beängstigenden Möglichkeiten von KI und AGI erforschen, lasst uns nicht vergessen, dass die Zukunft, zumindest teilweise, in unseren Händen liegt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir anfangen, unsere eigenen Geschichten zu schreiben. Geschichten, in denen KI nicht der Bösewicht, sondern ein Verbündeter auf unserem Weg zu einer besseren Zukunft ist. Wenn es um die Zukunft der künstlichen Intelligenz geht, gibt es so viele Meinungen, wie es Algorithmen in einem Deep Learning Netzwerk gibt. Was sagen also die führenden Köpfe der Wissenschaft und Philosophie über das, was uns erwartet? Schnallt euch an, wir tauchen ein in die Welt der Prophezeiung, Warnung und natürlich unvermeidlichen nerdigen Begeisterung. Einige Experten sehen in der KI die größte Chance für die Menschheit. Sie träumen von einer Zukunft, in der KI uns hilft, Krankheiten zu heilen, den Klimawandel zu bekämpfen und Bildung für jeden zugänglich zu machen. Diese Visionäre sehen KI nicht als Bedrohung, sondern als einen Partner, der uns dabei unterstützt, die grundlegenden Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Dann gibt es die vorsichtigen Optimisten und die besorgten Pessimisten. Sie warnen vor den unvorhergesehenen Konsequenzen einer unkontrollierten KI-Entwicklung. Von ethischen Bedenken wie der Überwachung und dem Datenschutz bis hin zu apokalyptischen Szenarien, bei denen die KI die Kontrolle übernimmt. Diese Denker rufen zu Vorsicht und zu strengen Regulierungen auf, um sicherzustellen, dass die KI im Einklang mit menschlichen Werten handelt. Und dann gibt es noch diejenigen, die hoffen, sie könnten endlich ihre persönlichen KI-Assistenten bekommen, der ihnen nicht nur das perfekte Frühstück zubereitet, sondern auch ihre E-Mails beantwortet und die Kinder zur Schule bringt. Ein bisschen weniger dramatisch, aber wer kann es ihnen verübeln? Was all diese Meinungen zeigen, ist die unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten, die die KI bietet. Während die Zukunft unsicher bleibt, ist eines klar. Die Diskussionen um KI sind nicht nur rein technischer Natur, sondern berühren die tiefsten Fragen unserer Existenz. Wie wir diese Technologie gestalten und einsetzen, wird letztlich darüber entscheiden, welche Zukunft wir erschaffen werden. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz schneller lernt als ein Student in der Prüfungswoche, stellt sich die brennende Frage, wie kann die Gesellschaft die Kontrolle behalten? Es geht nicht darum, den Fortschritt aufzuhalten, eher darum, sicherzustellen, dass wir nicht von unseren eigenen Schöpfungen überrannt werden. Zuerst einmal, Panik ist kein guter Berater. Stattdessen brauchen wir kluge Köpfe, die kluge Regeln aufstellen. Regulierungen und ethische Rahmenbedingungen sind die Zauberwörter, die sicherstellen sollen, dass die KI-Entwicklung im Einklang mit unseren Werten und Normen erfolgt. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Stellt euch das so vor. KI-Regulierungen sind wie Verkehrsregeln für das Internet der Dinge. Ohne sie wäre es ein reines Chaos. Roboter, die bei Rot über die Straße gehen und Sprachassistenten, die unflätige Lieder singen. Nicht ideal, oder? Durch internationale Zusammenarbeit, Standards und Richtlinien können wir einen Rahmen schaffen, der Innovation fördert und gleichzeitig Missbrauch verhindert.
Ethische Rahmenbedingungen sind dabei das Fundament. Sie sind wie die moralische Kompass-App auf dem Smartphone unserer Gesellschaft, die uns leitet, wenn wir uns im Dickicht der technologischen Möglichkeiten verirren. Diese beinhalten alles von Datenschutz über die faire Verteilung der durch KI geschaffenen Vorteile bis hin zu Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass KI-Systeme ungewollt Schaden anrichten. Die gute Nachricht ist, wir haben es in der Hand. Durch öffentliche Diskurse, Bildung und die Beteiligung aller Schichten der Gesellschaft können wir sicherstellen, dass die KI-Entwicklung eine ist, die uns allen dient. Die Gestaltung einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz und Menschlichkeit Hand in Hand gehen, ist keine leichte Aufgabe. Aber es ist eine, der wir uns mit Offenheit, Verantwortung und einem Hauch von Optimismus stellen können. Was für eine wilde Fahrt es war. Von den ersten zaghaften Schritten der künstlichen Intelligenz, die in den staubigen Laboren der Nachkriegszeit geboren wurde, bis hin zu den schwindelerregenden Höhen der heutigen Technologien, die das Potenzial haben, unsere Welt zu transformieren. Wir haben gesehen, wie aus simplen Ideen mächtige Werkzeuge wurden, die das menschliche Leben in jedem Bereich berühren. Erinnern wir uns an die Pioniere, die visionären Denker und Tüftler, die sich trauten, von Maschinen zu träumen, denken können. Von Turings philosophischen Fragen bis zu den ersten Schachcomputern, die zeigten, dass Maschinen nicht nur rechnen, sondern auch spielen können. Dann kamen die KI-Winter, die uns lehrten, dass Fortschritt kein geradliniger Weg ist, sondern ein Pfad voller Herausforderungen und Lernmöglichkeiten. Doch die KI-Frühlinge ließen nicht lange auf sich warten, geprägt von Durchbrüchen in der Mustererkennung, dem maschinellen Lernen und schließlich dem Deep Learning, die unsere Vorstellung von dem, was möglich ist, neu definierten. Heute stehen wir an einem Punkt, an dem KI uns beim Einkaufen berät, unsere Autos lenkt und sogar dabei hilft, Krankheiten zu diagnostizieren. Sie ist zu einem ständigen Begleiter geworden, der uns an die Hand nimmt oder manchmal ein wenig herumschubst. Und dann, am Horizont, die Vision von AGI. Eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz nicht nur einzelne Aufgaben übernimmt, sondern ein echter Partner der Menschheit wird. Fähig zu lernen, zu verstehen und vielleicht sogar zu fühlen. Diese Reise von den Anfängen der KI bis zu diesen Visionen ist eine Erinnerung daran, dass die größten Abenteuer noch vor uns liegen. Lasst uns also mutig sein, verantwortungsvoll handeln und gemeinsam diesen nächsten großen Schritt in die Zukunft wagen. In der Dämmerung einer Ära, in der künstliche Intelligenz nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern ein integraler Bestandteil unseres Lebens ist, steht eine Frage im Mittelpunkt. Welche Rolle spielt die Menschheit in einer von KI geprägten Zukunft? Die Antwort liegt nicht in den Sternen, sondern in uns. Wir stehen vor einer beispiellosen Gelegenheit, die Zukunft zu gestalten. Eine Zukunft, in der Mensch und Maschine in Harmonie koexistieren. Unsere Rolle in dieser neuen Welt ist es nicht, die Kontrolle abzugeben, sondern Führung, Mitgefühl und Weisheit zu zeigen. In einer von KI geprägten Zukunft können wir uns darauf konzentrieren, das zu tun, was uns als Menschen auszeichnet. Kreativ sein, Beziehungen aufbauen, Neues entdecken und Probleme auf Weisen lösen, die Maschinen nicht können. KI kann uns von routinemäßigen Aufgaben befreien und uns die Freiheit geben, unsere Leidenschaften zu verfolgen und unsere Menschlichkeit zu vertiefen. Stellt euch eine Welt vor, in der KI sich um die Steuererklärung kümmert, während ihr das nächste große Roman-Epos schreibt. Oder ein morgendliches Workout, geleitet von einem persönlichen KI-Trainer, der genau weiß, wie man euch motiviert und der nie müde wird, eure Ausreden zu ignorieren. Unsere Aufgabe ist es, eine Zukunft zu schaffen, in der KI die menschliche Erfahrung erweitert, nicht ersetzt. Eine Zukunft, in der Technologie unsere Fähigkeit zu empfinden, zu lieben und zu träumen bereichert. Indem wir ethische Richtlinien festlegen, Bildung fördern und Innovation verantwortungsvoll vorantreiben, können wir sicherstellen, dass die KI unser größter Verbündeter auf dem Weg zu einer besseren Welt wird. Nachdem wir gemeinsam durch die faszinierende Landschaft der künstlichen Intelligenz gereist sind, von ihren bescheidenen Anfängen bis zu den schillernden Aussichten der allgemeinen künstlichen Intelligenz, stehen wir jetzt am Scheideweg von Gegenwart und Zukunft. Doch bevor wir diesen Pfad weiter beschreiten, möchte ich innehalten und euch, die Zuschauer, direkt ansprechen. Wie stellt ihr euch die Zukunft mit KI und AGI vor? Träumt ihr von einer Welt, in der KI uns bei alltäglichen Aufgaben unterstützt, unsere Gesundheit überwacht und uns dabei hilft, große Herausforderungen unserer Zeit zu meistern?
Oder habt ihr Bedenken, wie diese Technologien unsere Gesellschaft, unsere Arbeitsplätze und sogar unseren menschlichen Beziehungen beeinflussen können? Diese Reise der Entdeckung endet nicht hier, bei diesem Video. Sie geht weiter in unseren Gesprächen, in unserer Fantasie und in den Entscheidungen, die wir als Gesellschaft treffen. Jeder von euch hatte eine Stimme in dieser Diskussion. Eine Vision für die Zukunft, die es wert ist, geteilt zu werden. Lasst uns gemeinsam eine Zukunft gestalten, in der KI und AGI nicht nur Werkzeuge der Effizienz sind, sondern auch Leuchtfeuer der Hoffnung, des Fortschritts und der menschlichen Verbindung. Eine Zukunft, in der Technologie unsere tiefsten Werte widerspiegelt und uns hilft, eine Welt zu erschaffen, die reicher, gerechter und faszinierender ist, als wir uns heute vorstellen können. Ich lade euch ein, eure Gedanken, Hoffnungen und Bedenken in den Kommentaren zu teilen. Wie sieht eure Vision für die Zukunft mit KI und AGI aus? Lasst uns zusammen die nächsten Schritte auf diesem spannenden Weg erkunden.